Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, ist neu. Red Dead Redemption 1, diesmal für den PC. Wir haben alle 20 Millionen Jahre drauf gewartet. Jetzt ist es da. Jetzt gucken wir uns erstmal die Settings an, weil muss ich noch machen. Goldene Schießeisen. Schießeisen. Nee. Steuerung. Experte. Ich nehme an, wir lassen das alles erstmal so. Glaube ich. Der da. Ah, ne, ich will nur eins. Wir machen das Spiel auf jeden Fall schon mal ein bisschen leiser. Der Startsound war nämlich arschlaut. Kopfhörer natürlich an. So, Kill-Effekt, Untertitel, Untertitelgröße. Das kann alles so bleiben, würde ich sagen. 30 FPS, ich denke nicht. Dreifachpufferung. HDR an. Bitte. Okay. HDR-Kalibrierung. Szene-Tag. Wechsel zwischen Tag- und Nachtszene, um HDR zu kalibrieren. Ich lasse es genauso, wie es hier ist. Schattenweichheit. Schattenübergänge. AMD FSR 3. Natives AA. Lassen wir es mal so. Falls es irgendwie nicht passt, werden wir es einfach mal dann aktivieren. Bewegungsunschärfe machen wir natürlich aus. Das will ja kein Schwein. Und ansonsten passt es. Ja, bevor wir jetzt direkt reinstarten, muss ich ganz kurz das Fenster zu machen. Die Leute fucken mich draußen schon wieder direkt ab. Das war auch übrigens der goldene Moment für mich, mein Trinken zu holen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Nee, Spaß habe ich sogar gemacht. Also, ganz geil. Und dann drücken wir jetzt mal Enter. Leute, ihr seht hier schon Achievements. Ich wollte mal schauen, vielleicht machen wir ja sogar 100%, je nachdem wie spaßig das ist. Deswegen würde ich erstmal gucken, gibt es irgendwelche schwierigkeitsbasierten Achievements? Es sieht nicht für mich so aus, aber ich spiele trotzdem schwer. Ist mir alles scheißegal. So, Achtung, es wurden keine Speicherdatei von Red Dead Redemption schwer gefunden. Wie möchtest du fortfahren? Ja, eine neu erstellen, bitte. Dieses Spiel nutzt eine automatische Speicherfunktion, die standardmäßig aktiviert ist. Du kannst sie jederzeit im Optionsmenü deaktivieren. Die passt schon. Ich bin echt gespannt auf das Game. Exodus in Amerika. Da ist er. Also vornehm eher so Western-Style halt. Normal. Okay. Eine Karre. Ich kann mich nur noch an das Ende von Red Dead Redemption 1 erinnern. Also Leute, keine Ahnung, was jetzt zwischendrin passiert. Rauchen ist gesund. Rockstar Games präsentiert. Ja, erstmal wird das erst gefehlt. Also ich kenne John halt, aber wer sind die anderen beiden? Rockstar San Diego Production.
Blackwater. Howdy. Red Dead Redemption. Ist immer noch scheiße laut, ich muss gleich leiser machen. Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. Die das auch so sagen würden? But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Das würde mich direkt abfucken, Alter. So anyways, I started blasting. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, Nein. only angels can fly, Ist so, Jenny. nur Engel. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. Quatsch. I hardly think so, Jenny. Ist unmöglich. Fliegen? Ne. Ist ja Blasphemie. Ich muss mich ein bisschen runterfahren. Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have. The chance to live among people who are decent, Das Mädel vor denen ist auch who do not abgefuckt. kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Armadillo. Endstation für uns. Geht zum Saloon. Nein, ich mach die Musik leiser, weil sie fucking insane laut ist. Audio, Soundeffekte, noch ein bisschen weiter, Musik auch weiter runter. Es gibt kein Cheats. Jeder Schuss zählt, Kopfgeld erhöhen. Rechtliches. Es gibt aber keinen so einen Spaß wie irgendwie Streamer-Mode oder sowas, ne? Nee, ist ja nur ein bisschen Western-Gedüdel. Okay. Kann mich drehen. Hallo? Das wollte ich nicht. Weg hier. Ah, hier ist das Hallo. Hallo.
Mr. Morrison. Over here. Wer bist du denn? You must be Hört ihr John das im Morrison. Hintergrund? Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Nein, ich will den Banger enjoyen. Folge Jake zu den Pferden. I don't hold with your gossip. I'm gonna tear up that rail track southwest and put through my old farm. Is that right? Well, here, let's mount up and hit the trail. Wie steige ich denn auf? Mit E. Ich hätte es mit F tatsächlich versucht. Easy on the spurs now. We don't need to draw undue attention. Yeah. Yeah, yeah. Ich bin slow. Tschüssi. So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of So, being links soldiers and went looking for gold. Vom Radar ist You die know Aussage how des Pferdes. things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I said, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as most read it back to you. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Schon mal ein entspannter Einstieg. Ich brauche keine Are you Ahnung, planning zu on welchem spending Front wir any jetzt fahren. time in Armadillo, Mr. Galoppieren. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Verheiratet? Was? Ich denke nicht John. Nee. Doch, John. John Marston. Wir wechseln nämlich zweimal. Das kann ich jetzt aber noch nicht sagen, weil das wäre ein Well, it was the Spoiler. marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. That's right. Das geht ihn nämlich einen Scheißdreck an. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm Nee. just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you're better off not knowing. Okay, der geheimnisvolle junge Herr hier. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. You city boys sure have a temper on you. Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Okay. Giddy up. Ach, das Ja. Fort. Fort Listen, mister. Mercer, okay. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Nähere dich Fort Mercer. Let's go. Let's go! Yo, what up? Guys. Sieht ziemlich tot hier alles aus. Und mit den Kakteen und so. Bill! Bill, I've come for you!
Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You Ja, always did think I was an idiot. auch wahr. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. You Ja. never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Was soll das denn heißen? Wir sind sehr beeindruckend. Well, Okay, das war jetzt gar nicht mal so smart. Poor John. What the fuck? Also, ja. Das ist ja random, Mann. Erstes Achievement, absolviere Exodus in Amerika. Geil, Leute. 1 von 51. Yo, what up, girl? Well, you're alive. so it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was Doing something stupid. stupid. Ja. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. John Bonnie Marston. McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just Dumb. like you. Thank you, miss. Nein. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Die war doch lieb, oder?
Okay. Folge Bonnie. Oh, Leute, wie lange ich das hier alles schon nicht mehr gesehen habe. Holy shit. Krank. Bonnie! Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. Ja, wichtige Orte. There's the Oder foreman's Person. office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. I picked out a fine horse for you. Come on, boy. Come on, time for you to see what a real ranch looks like. Let's go. Dann zeig ich mal her, Bonnie. Oder müssen wir jetzt hier so ultra slow langlaufen? To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Cool. Die Laden haben wir jetzt schon gesehen. Ist okay. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Ich habe nie ein Pferd geklaut. Okay. Üble Unterstellungen. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Oh nein, nein, nö. Oh Gott. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. You'll only get lost. Go. Nein, will ich gar nicht. Ich verirre mich nicht. Ich bin Profi. Kühe. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Okay, da, so weiß ich nicht. Diese automatische Verfolgung bisher Trash. Come on. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. F. Well, Ach, are we damit wird going mein Pferd inside? gespeichert. Was hat die Dame? How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss Alter, McFarland. haben wir remember me geknackt. telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do? Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this Haben time. wir jetzt gerade eine Waffe geschenkt bekommen? Die sind teuer. Ready, Mr. Marston? Let's Repeat mount up and Karabiner. patrol the ranch. Ja, lass mal auf. Beweg dich hier, Bonnie, los. Haben keine Zeit. Ich finde wild, woran halte ich mich fest? Mit der linken Hand. Whoa! Ich finde es cool, dass der aber so mit einer Hand nur so Keep zählt. your eyes peeled Ach for so. anything suspicious. Theoretisch, er hält sich mit der Dingsens fest, mit der Leine. Yeah! Aber nicht immer. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Ganz, ganz langsam.
Ganz, 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 ganz langsam. God war das mit damn den it, Hasen? these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once and for all. Get your rifle out. It's about time these little thieves met their mate. Hey, lauf weiter, du Drecksack! Whoa, whoa! You're a good shot, Mr. Marston. That rabbits didn't stand a chance. Danke. Darf ich sie mitnehmen? Nein. Schade. Let's get going. We've still got Alter, plenty wie of wir ground to cover. einen kleinen Wagen. Moment mal, Leute. Das fuckt mich zu sehr ab. Ich fliege. Gott. So. Das war das Falsche. So müsste es aber passen. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Dazu sagst du nichts, okay? Look out! Coyotes! Shoot them before they get to the animals. Easy! That's it. Find out. Hurry! I bet they're going straight for the chicken coop. Ich brauche dafür kein Dead-Eye. Moment mal, das muss ich auch unbedingt umstellen, das fuckt mich auch ab. So, Tastatur. Pferdesteuerung auf Pferd bezogen. Wir sollen nicht anfangen zu lenken, wenn ich anfange umzuzählen. So ist besser. Oh Gott, bin ich schnell. Whoa there. Komm, spring! Jawohl! Hopp. Looks like that was the last of the coyotes. Just a shame we had to lose any of the chickens. Come on, I'll show you the way to your room. Okay, ich you kann can die actually leider auch nicht handle a aufknüpfen. rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Das ist so viel besser, geil, Mann. Mein Pferd hat einen Anfall. Oh oh. Here we are. Okay, wenn wir vom Pferd getrennt werden, dann wird es hier wieder zurück positioniert. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Du kannst dich im Bett in deinem Zimmer schlafen legen, um das Spiel zu speichern. Wenn du schläfst, erwachst du 6 Stunden später. In der Truhe in deinem Zimmer findest du zusätzliche Munition. Speichern. Aktueller Dead-Eye-Level 1 von 3. Ruhm 75. Ehre 25. Du kannst dich überall im Gemischwarenläden bei Ärzten und schieß mich tot, was? Manche Leute handeln in der Form von Karten oder Zeitungen, sogar mit wertvollen Informationen über die Umgebung. Well, I guess. Das ist Marstons typische Kopfgeldkleidung. Kopfgeldjägerkleidung, so. Gentleman-Bekleidung. Wenn du diese vornehme Kleidung trägst, kannst du bei den Pokerrunden in Blackwater um hohe Einsätze spielen. Dann eiskalter Revolverheld, haben wir noch nicht. Und dann irgendwelche nicht entdeckten. Meisterjäger, okay. Sammle 5000 Pfund Fleisch.
Lege einen Puma mit einer Dynamitstange. Erlege und häute 8 Schlangen. Erlege den legendären Hasenbock und absolviere den Auftrag Daedalus und Sohn einer fremden Person. Also das sieht alles sehr wild aus. Gewinne $1000 beim Glücksspiel. Kaufe oder verkaufe etwas bei jedem Büchsenmacher. Sammle Kräuter im Wert von $200. Exekutiere 20 Leute. Absolviere den Auftrag der Prohibitionist einer fremden Person. Okay. Das müssen wir ja alles machen, wenn wir 100% machen wollen. Ich weiß doch noch nicht, ob ich wirklich 100% mache, aber ich hab schon Bock. Munition für Revolver. Knacken wir jetzt? Ja, wir knacken. Knackung. Oh, es gibt nur 3 Speicherdateien. Ist ja wild. Den aktuell, ja, wollen wir. Okay. Hallo, VV. Kann ich die streicheln? Nö. Dann halt nicht. Dann machen wir die nächste Mission direkt. Oh nee, ich bin da. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine, thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. Wir sind auch schon. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Wir machen sie doch fertig. Kenn ich gar nichts. All right, I'll show you how we ride around these parts. Vielleicht kassieren wir auch komplett. Whoa there. Come on. Let's go! Oh Gott. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. Oh Gott, wir müssen nach rechts. Warum leck ich so scheiße? Liefere dir mit Bonnie ein Rennen um die McFarland Ranch. Let's pick up the pace. Come on. Wie geht's meinen Verletzungen? Super. Should I wait for you to catch up? Nein! Nein! Das ist unfair! Don't go easy on me. Ach Mann, oh. Come on. Ein bisschen weniger galoppieren, damit ich jetzt mehr sprinten kann. How's it feel getting beaten by a lady? Ich hab dich überholt. You're lucky I'm being a gentleman. Ja, weiß ich nicht, irgendwie kann ich, also mit diesem Laufmodus kann ich nicht so gut die Kurven nehmen. Let's go, Miss McFarland. Vielleicht muss ich ja das doch auf die Kamera setzen. Und ich finde, also Reiten mit dem Modus hier ist auch ein bisschen schwierig.
Weil ich Shift spammen muss bis zum Gehen nicht mehr. Saving the best for last? How you doing back there? Go. Ja. Let's go. Wir machen so fertig. Oh fuck, mein Pferd die auch so. Easy. Schnell rüber, ja. I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. Let's go. Wir sind Meister im Reiten. Wir sind ein richtiger Cowboy, okay? Natürlich machen wir so fertig. Gibt's auch kein Wenn und Aber. Natürlich können wir sie gewinnen lassen, aber das ist ja kein ehrenvoller Move. Easy. Oh Gott, nein, 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 nein. Oh, fast verkackt, Alter. Holy shit. Junge, ich dachte, es ist vorbei. Ja, ich habe gewonnen. Ich hab gewonnen. Was sagst du? That was fun. Ja, das schon. Sure. Ja, You sure. know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Ruhm. Und wie viel Ehre? Du kannst jetzt mit Marshall Johnson in Armadillo sprechen. Begib dich zum M auf deiner Karte. Nee. Ich gehe nämlich wieder zum B. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the driver's seat. Come on. Okay. Der hat jetzt aber nicht so die Stufen benutzt. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. Lol. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? The wagon isn't built for this kind of terrain. No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Was machst du da denn? Geh mal aus dem Weg, ihr Keks. I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Wir sind gar keine Now we're Freunde. being funny. Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us less. Die ziehen von alleine nach rechts, das ist eine Frechheit. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Oh. Die waren aber schnell unterwegs. You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me?
So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. Kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. Okay, sind fertig. Was geht denn mit dem Hund, Alter? So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Erstmal hocken. Ich glaube, ich stelle das doch noch mal wieder um mit der Kamera. Vielleicht ist es ja doch besser, wenn es auf die Kamera bezogen ist. Ich glaube, dann wird es zumindest smoother. Okay. Boah, eigentlich ist das geiler, glaube ich. Ich halte Shift, um zum Sprinten. Obwohl, dann ist die Frage, wie halte ich dann die Geschwindigkeit? Ich lasse aber so. Was geht? Was geht, Bro? Hallo. Howdy, friend. You need something for that gout? Ja, If you have her any damit. night fevers, come back and see me. Thanks Jo. a lot. Ich habe jetzt nicht so viele Interaktionen, ehrlich gesagt. Medizin und andere Verbrauchsgüter werden in deiner Tasche aufbewahrt. Drücke B, um deine Tasche zu öffnen. Das ist die Tasche. Wieder mit, ja, Pfeiltasten. Ein Gegenstand. Hast du einen Gegenstand gewählt, drücke Enter, um den zu benutzen. Enter. Du bist bereits bei voller Gesundheit, toll. Hallo, Wuffi. Du siehst aber nicht so glücklich aus. Wirst du verletzt, färbt sich der Bildschirm nach und nach rot. Ist er dunkelrot, stirbst du. Stress, ne? Vermeide eine kurze Zeit weitere Verletzungen oder verwende Medizin, um deine Gesundheit vollständig wiederherzustellen. Alter, wie witzig der hinfällt. Nein, ich habe keinen Respekt. Ich renn ihn um. Hast dich aber gut gerettet. Hey. Okay. Laufen geht besser als Sprinten, wenn man Leute umstoßen möchte. Thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Da ist jemand gerade Least I rausgekommen can links. do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Tschüssi. Ja, wo guckt der Typ denn hin? Wenn du Armadillo verlassen möchtest, nutze eine der Postkutschen, die gewöhnlich hinter der Frachtstation B und entladen werden. 25 €. Du kannst jetzt Immobilien kaufen oder mieten, die mit Hausmarke sind. Wenn du eine Immobilie gekauft oder gemietet hast, kannst du dort deinen Spielstand speichern. Außerdem stehen dort ein Pferd, Munition und andere Gegenstände bereit. Poker kann an mehreren Orten gespielt werden. Geschäfte haben neue Gegenstände im Angebot. Was ist denn noch alles? What's your problem, partner? Was hast du gesagt, ja? Ich schubst dich, pass auf. Siehst du das? Hier, ich schubst dich.
Ja, ja, so nämlich. Ja, genau so, du Loser. Por el amor de Dios. Ah. Kick. Tienes la cabeza en las nubes, amigo. Ja, weg mit dir. So, der Sheriff. Wir sollten zu dem guten Herrn hin. Wenn wir jetzt gerade schon hier sind, dann können wir da auch mal vorbei schnallen. Warum ist die Zellentür offen? Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Ach, das ist der Sheriff. Oh Gott. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Der hört sich an wie so ein Hillbilly. I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them, one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come on, what, you getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Spuckt die ganze Williamson Zeit. boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright. But he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. Alter Junge. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Der im Hintergrund ist aber heftig am The world has Zugucken. problems, mister. Also der ist ziemlich Doing what I can. interessiert, sieht er so aus. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Stunk. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. Da machen Leute Stunk. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Was war das jetzt für ein random Dude, der da noch im Knast war? Moment mal, Leute, ne, das... Hier sind die kleinen Tweaks, okay? Sind die kleinen Tweaks. Das sind die kleinen Tweaks. Sonst nervt mich das wieder, dass das Achievements nicht bei mir steht. Bunch of two-bit hoodlums.
It's led by this fella called Walton. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. Ah, scheiß drauf, Moment. Ich muss es doch nochmal verändern. Ich pack's jetzt einfach hier oben hin. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. Okay, jetzt gibt's eine Schlägerei da. Alter, hat er einen fetten Zylinder. Holy. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what Sogar kind der of hole Dude. he crawls into. Mount up, Marston. Walton's our man. God damn it, he's on to us. Get after him. Verfolge Walton mit Marshall Johnson zu seinem Versteck. Leg Walton aber nicht um. Because that ain't how the law works. Is that right, Marshall? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. Ja, ich finde das Wabern im Hintergrund A few cool. days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Okay, ich hoffe, diesmal bleibt das Internet stabil, weil zumindest gab es gerade einen kurzen Abbruch. Schauen wir mal. Wo ist denn der Dude? Da ist er. He's headed for Pleasant's house. Let's stop so we can get a better look. Whoa, whoa. Wow. Looks like we got company, boys. Das wollte nicht. Damn. Take Ich cover. bin schneller als mein Schatten, oder beziehungsweise John. We'll work our way up this hill. Take Okay, cover cool, behind that um wagon to your in Deckung right. zu gehen und so weiter. Ziele einen Kopftreffer bei einem beliebigen Gegner, während du irgendwas. Mach Loki, Loki! Um aus niedriger Deckung zu springen, bewege dich mit W in Richtung der Deckung und drücke dann Q. Ah, mit Q wär's. Okay, cool. Watch out for that sneaky bastard behind the outhouse. This should be a fair fight. Bam. Shoot straight. Good. Now move up to the outhouse, Marston. Okay, das geht aber nicht, ja? You ain't getting away this time. Hoho. Auf Walton ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Fängst du ihn lebend, verdienst du Geld. Legst du ihn um, verlierst du an Ehre. Hast du Walton lebendig, indem du ihn in die Beine schießt oder erledige ihn. Mehr Geld ist immer mehr gut, ne? Aber erstmal plündern. This is mighty generous of you, mister. Du hast das Outfit der Walton-Bande entdeckt. Hiermit wirst du in Collar Springs wie ein Banditmitglied behandelt. Cool. Und hier auch looten? Ja. 2 Geld. Walton, your killing days are over. It'll be trial and Ja, wie er da am Rumkriechen ist. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Ja. Tau da rein. Ich war am Überlegen, ob ich jetzt Liebe oder Böse spiele, aber eigentlich John ist ein geiler Dude, der ist einfach zuckersüß.
Können wir nicht böse spielen. Ehrenwerte Menschen reagieren positiv, wenn du viel Ehre besitzt. Unehrenhafte negativ. Andererseits begegnen dir unehrenhafte Leute freundlich, wenn du selbst wenig Ehre besitzt. Ehrenwerte eher abschätzig. Du kannst deine Ehre im Statistikbereich des Pausenmenüs überprüfen. Alter, Geld. Heftig viel Geld. Der Marshal hat dich fernab der Zivilisation zurückgelassen. Du kannst schnell zurück in den Ort gelangen, indem du im Lager zum Zielort reisen benutzt. Öffne deine Tasche mit B und wähle das Lager aus dem Set-Menü. Die Suche nach einer Schlacht, die erledigten Gegner nach Geld, zusätzlicher Munition oder nützlichen Objekten. Alter, wer ballert denn da rum? Du kannst dein Spiel überall in der Wildnis abspeichern. Wähle das Lager aus deiner Tasche, B, um ein Lager aufzuschlagen und zu speichern. In einem Lager kannst du nicht nur speichern, sondern du findest dort auch ein Pferd und Munition vor, falls du keine hast. Außerdem kannst du dich von dort aus in jede beliebige Ortschaft begeben, die du zuvor besucht hast. Ein wahrer Prärieheld meistert alle Herausforderungen der Wildnis. Gute Jäger und Scharfschützen kommen überall im Land zu Geld und Ansehen. Rette den Schatzsucher. Yo, what up? There's much treasure here. You want map? I retire. Here, take map. You earn it. Thanks, mister. Take map. Use a little luck. Du hast jetzt eine Karte. Solltest du dein geografisches Wissen einsetzen, um die Lage dieses Schatzes herauszufinden? Okay. Weitere Informationen findest du, indem du das Pausenmenü aufrufst und dein Journal Herausforderungen. Okay, ja. This ain't nice. I know. Gute Taten, ob groß oder klein, werden von der Bevölkerung und den Gesetzeshütern registriert. Hast du genug Gutes getan, wirst du mit Rabatten, gesteigerter Toleranz des Sheriffs und andere Vorteilen. Ja. Die bedeutsame Taten, egal ob gut oder schlecht, wirst du berühmt oder berüchtigt und veränderst das Verhalten von Bevölkerung und Gesetzeshütern dir gegenüber. Nee. Okay, die Karte, ne? Bei Journal? Herausforderung da. Schatzsucher? Nee. Das ist doch bestimmt auch in meiner Tasche, oder? Set Schatzkarte. Das ist so eine Drei-Stein-Formation. Mit einem fetten Baum. Also erst sollen wir zu so einem fetten Baum mit einem riesen Stein. Ich sehe hier keinen fetten Baum mit Riesenstein. Langsam fängt dein Reittier an, dir zu vertrauen. Es hat jetzt eine erhöhte Ausdauer, wenn du es reitest. Cool. Easy. Wo Big Stone? Das wird ja wohl hier irgendwo in der Nähe sein. Oder können wir hier auch irgendwie via Karte... Ne, wir sehen hier gar nichts. Okay, es ist irgendein großer Baum mit dem großen Steinchen. Das ist das erste, wo wir hin sollen. Rattlesnake Hollow. Allen in der Wildnis erlegten wilden Tiere kann man das Feld abziehen. Nähere dich dem toten Tier und drücke E. Durch das Häuten von denen erhältst du verschiedene Rohmaterialien, die du in Läden verkaufen kannst. Es könnte dir Personen begegnen, die sie aus ausgefallenen Zwecken verwenden. Ich weiß nicht, die sahen jetzt ekelhaft aus. Ja, genau. Ist alles okay, Pferd? Let's go. What up? Ich soll mich zu denen setzen, sagt er.
Lagerstelle hinsetzen. If you want to hear about some foolishness, I heard something so dumb you wouldn't credit a man capable. This fella turns up on the train. What's he here for? Nothing less than to kill Bill Williamson. Warum wird das nicht übersetzt? He rides out to that fort all on his lonesome and starts yelling out. Achso, er redet gerade über uns. It ended pretty much as you'd expect, except that he survived. Young Bonnie helped him out. Die Pferde. Very interesting. Was that by way of a warning or a promise? I never can tell with you. Okay. You got away with words, mister. I'll give you that. Goodbye. Come on. So, schauen wir mal weiter, ob wir hier irgendwo einen großen Stein finden. Hat mich ja jetzt doch schon angefuchst, ne? Oh, da wird wieder rumgeballert. Let's go. I've always had a problem with authority, partner. Ja. Ne? If it ain't me, it's someone else. Waren Sheriffe. Sheriffs ist... Alter, lol. Habe ich nicht gesehen. Habe ich den tot geballert. Kann auch mal passieren, okay. So, der hat ja nur einen fetten Stern. Das sieht man doch gar nicht. Scheiße. Komm her, Pferd. Wir müssen weiter. Das hat niemand gesehen. Hier ist kein großer Baum. Mit einem großen Stein. Das ist die 1. Also wir werden vorher, vor allem müssen wir so einen Steinkomplex finden mit einem Baum. Und dann in der Nähe werden 3 riesige Steine sein, wo wir dann hin müssen. Wo dann irgendein Schatz vergraben ist. Aber wo? Wo ist das? Das Einzige, was ich in einem großen Baum sehe, ist der da hinten. Ah, das ist ein großes Pferd. Was war das denn? Oh, ich dachte gerade, ich kann es nicht heute nicht. Ich dachte, ich hätte es umsonst umgelegt. Oh, Lord. This is nasty. This is nasty. Perfekt. Hey, geh weg. Alter. Also was die Pferde da mal machen, das ist ja aber auch der Wahnsinn. So, das ist ein großer Baum, hier gibt es aber keine Steine. Ey, oh, das ist ein Friedhof. Ja, hier wollen wir nicht hin. Zum Glück kann man hier nicht wie in Red Dead Redemption 2 vom Pferd fliegen, wenn man gegen irgendwie beispielsweise Steine läuft. Mann, ey, ist im Weg. Okay, das ist nochmal ein großer Baum. Aber hier sind keine Steine. Nope.
Okay, ich kann nicht drüber springen. Alles meins. Verleibe ich mir. Alles ein. Moment, habe ich irgendwas übersehen? Nee, ne? Ja, wir haben noch 2 Achievements. Tschüssi. Da hinten wird geballert. Aber noch ein Kanigel. Ich hab's ganz genau gesehen. Oh, sehr gut. I bet you can't beat Ira Shelton in shooting. I'll bet you money. Ehre. Come on then. Show me what you got. Töte 3 Vögel, wenn die Zeit um ist, hast du den Wettkampf. Den Abschluss eines fliegenden Vogels hast du den ersten Level der Scharfschützen-Herausforderung gestartet. Alright, here's your winnings. Weitere Informationen erhältst du im Pausenmenü. Wo ist mein Winnen? Ich hab doch jetzt gerade gar kein Geld bekommen, oder? Ich glaube, ich habe ihn abgefuckt. Hier Vogel, Falkenfedern haben wir bekommen. Vogli. Da ist ein Baum mit einem großen Stein, oder? Doch. Oh Gott. Junge. Das Pferd wird doch ab und zu mal richtig schnell, ne? Gerupft. Komm her, Pferdi. Komm her. Nein. Nein, bleib. Bleib stehen. Du Drecksack. Okay. Das sieht doch sehr so aus, oder? Ja. Ist das sogar das Dreiecksgespann schon? Also die 3 Steine? Sieht sogar schon aus wie die 3 Steine. The Hanging Rock. Ja, safe. Hier drinne. Untersuchen. Das ist eine Schatzkiste, Leute. Wir brauchen den ersten Punkt gar nicht. Wir gehen einfach direkt zum Ziel. Easy. Now take a look at that. Ja, sieh sich das einmal an. Gold. Und Papiere? Rhodes Gold +1. Ruhm 10. Wir haben aber auch ein Papier eingesammelt. Oh Gott, Rio del Lo, irgendwas? Keine Ahnung, was da steht. Da sollen wir als erstes zur Klippe durch diesen Durchgang durch und wenn wir durch den Durchgang durch sind, dann sollen wir da so runterlaufen, oder was? Rio del Lobo, nee, was steht da? Lobo? Lolo? Rio del Lolo? Das ist die Frage, wo der Spaß ist, ne? Ich nehme mal an, es wird jetzt nicht so weit weg sein, oder? Rio Bravo. MX6 Bob folgt jetzt. Danke für den Follow, Bob. Oh, verdammt, ich hoffe, ihr habt das gehört. Das muss ich auf jeden Fall nochmal checken. Was zum Teufel ist der Bums? Hanging Rock wird es nicht sein. Two Crows auch nicht. Wurde irgendwas auf der Karte angezeigt an
Orientierungspunkten? Nee, es muss aber irgendwann Wasser sein. Es ist ja eine Klippe. Wo ist denn Wasser? Hier so überall. Es muss ja Klippengestalt haben, also vielleicht da irgendwo. Könnte hier theoretisch eigentlich alles sein. Hm. Wie alt bist du schon in der Story? Ah, gerade erst angefangen. Also, weiß nicht, zweite oder dritte Mission. Dann haben wir ein paar Schatzkarten gefunden. Also es hat ja was mit Rio zu tun, also könnte es hier irgendwo in der Nähe sein. Könnte das sein, könnte das sein, könnte das sein oder was auch immer. Oder wir scheißen jetzt erstmal drauf. Ich würde sagen, wir verzichten da erstmal drauf. Okay. Was ist denn hier hinten aufgeschlagen? If you're game, maybe you'd like to earn a little something searching roundabouts for a few plants I'm light on. Here's the deal. Whichever one of us gets back here first with the right plants wins on the bet. Ja klar. Polizei Pflanzen und kehre vor dem Kräuterkundler zurück. Wie gut, dass ich X-Ray-Blick habe und einfach weiß, wo ich hin muss. Ah, nevermind. Ja, geh weg. Ich hab die schon. Oh Gott, wie weit ist das denn weg? Okay, er folgt mir aber. Nimmt den gleichen Weg. Nur bin ich schneller. Ey, da ist ein Hase. Den schießen wir gleich auch direkt mit. Nee, na, Moment. Pass auf. So, haben wir alles. Muss der noch da hier ein bisschen Kräuter aufheben? Würde mir stinken, wenn ich hier wäre. Der Kräuterkundler hat seine letzte Pflanze gefunden und ist auf dem Rückweg zum Lager. Ja, ich auch. Wenn er jetzt nicht den Speed-Tag rausholt, haben wir das gewonnen. So, durch das Sammeln einer wilden Mutterkrauts hast du den ersten Level der Überlebenskünstler-Herausforderung gestartet. Ja. Jetzt hätten wir so langsam den ganzen Spaß eingeführt. What took you so long? Gibt er mir jetzt noch irgendwas? Nee, ne? Nö, ich glaube, der gibt mir nichts. Oh, ich hab seine Kanne. Oh lol, fällt alles runter. Okay. Wir haben ein Lager, wurde mir gezwitschert. Vorräte. Hier einfach das Lager. Du kannst schnell an jeden bewohnten Ort reisen, den du entdeckt hast. Ansonsten kannst du irgendwo auf der Karte einen Wegpunkt setzen und dich dann zur nächsten Straße begeben. Jo. Zum Zielort reisen. McFarlane's Range. Das klingt doch gut. Das ist hier dunkel. Du kannst dir den Cowboys jetzt beim Patrouillieren von McFarlane's Ranch helfen. Oh, das macht unsere Ehre, glaube ich, wieder hoch. Watch your step, partner. Don't annoy me, pal. Komm schon, der hat zuerst auf mich geschossen. Crap, that was
Also ich bitte euch. Das war dann gesucht, solange Gesetzeshüter oder Zivilisten dich sehen können. Falls sie das nicht können, werden die Markierungen der Gesetzeshüter auf deinem Radar anfangen zu blinken und ihr Suchgebiet wird durch den Kreis stets mit tot. Die örtlichen Sheriffs und Deputies wurden über dein Kommen informiert und sind unterwegs, um dich festzunehmen. Ich muss eigentlich mit meinem Pferd wegreiten. Ein Kopfgeld erscheint als Geldsumme rechts oben auf dem Bildschirm. Steigt diese Summe, heften sich mehr Gesetzeshüter an deinen Fersen. Ergib dich, indem du still stehen bleibst und deine Waffen im Holster lässt. Du musst dafür zu Fuß unterwegs sein. Was sind das für Sheriffs, Alter? Ich hau einfach zu Fuß ab. Die Wanted-Anzeige verblasst mit der Zeit. Jetzt wird's schlecht. Jetzt geht's, ja. Hier ist eine Klippe. Nein! Nein, ich will nicht sterben! Das nächste Mal, wenn du eine Straftat begehst, dein Kopfgeld alle Verbrechen berücksichtigen, die du verübt hast. Ey, das war ja easy. Weiter geht's. Alter. Mehr Loot. Durch das Sammeln eines Kojotenpelzes hast du den ersten Level der Meisterjäger-Herausforderung gestartet. What the fuck? Danke. Tut mir leid, Hirsch. Eigentlich tut's mir nicht leid. Das ist der wilde Westen, Leute. Da macht man das einfach. Das ist natürlich ein Bock. Das ist klare Sache. So, vermutlich. Oh. Ehre. Das macht irgendwie Bock. Weiß nicht, dieses Jagen finde ich geil. Muss ich jetzt extra stehen bleiben? Kann ich das skippen? Nö. Nee. Okay. Okay. Tough one, ain't you? Treffe ich soweit? Nö. Nein, komm zurück, Pferd. So, jetzt wissen wir, nicht mit einer Waffe an Leute ran. Und wenn sie dann anfangen zu schießen, auch nicht zurückschießen. Ist nämlich böse. Okay. Auf deinen Kopf ist noch ein Kopfgeld wegen deiner früheren Vergehen ausgesetzt. Solange du das nicht bezahlt hast und deinen Namen reingewaschen hast, bleiben die Sheriffs, Suchtrupps und Kopfgeldjäger auf den Fersen. In Bahnhöfen im ganzen Land finden sich Telegrafen, Ämter. Kannst du Geld an die Gerichte überweisen, um deinen Namen reinzuwaschen. Wenn du ein Begnadigungsschreiben bei einem Telegrafenamt vorlegst, wird dein Name ohne weitere Zahlung reingewaschen. Begnadigungsschreiben findest du beispielsweise in Bandenverstecken. Pleasure to see you, sir. Das ist so ein Amt, oder? Geh mal weg, Pferd. Ich muss hier rein. Ich muss hier rein. Jo. Alter, $40. Ein Fall von Mord. Oh Gott. Ja, ich habe jemanden umgebracht. Hier 40 Euro. At least in the law's eyes, ja. So, okay. Aber man muss, okay, to be fair, $40 damals war ein Vermögen, vermutlich. Ja, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit.
So, darf ich noch die Nachtwächterrunde starten? Das wäre richtig cool. Ne? Yo, what up, bro? Follow Charlie. He's a good one to sniff out trouble. Stay close to Charlie. Stimmt, das machen wir mit dem Hund. Ich erinnere mich. Ich stoppe alle Verbrecher, auf die sie gestößt, mit allen erforderlichen Mitteln, bevor der Morgen anbricht. Der ist runtergeslidet. Don't make me shoot you, pal. Ah. Alter, ist ja okay. Ist ja okay. Ist er gerade in den Hühnerstall reingelaufen? Okay. Einfach mal akzeptieren, nicht? Wir folgen dem Hund. Schritt auf Schritt und Tritt. Ist das auch böse, wenn ich den hier Vieh schlachte? Ich nehme mal an. Ja, Hund. Du bist irgendwie scheiße im Aufspüren, bin ich ehrlich. Was willst du? Oh. Der Geist nicht Schuss. Ich sehe den Dudi auch. Du hast das Outfit der Bollard-Zwillinge entdeckt. Hiermit wirst du den Hennigans Stat wie ein Bandmitglied behandelt. Und wir dürfen zurücklaufen. Das ist ziemlich aggressiv an Hund. Ich würde jetzt mein Head tippen, aber ich kann nicht. 15 $. Geil. Das ist honest money, Leute. Und honest work. Kommt zwischen 5 AM und 6 PM wieder. Boah, weißt du, wie viel Uhr wir haben? Kann ich hier rein? Oder haben die dicht? Die haben dicht. Dann gehen wir wohl schlafen. Oh, wer ist denn hier gestorben? War bestimmt ein richtiger Drecksack. Safe war das ein Drecksack. Der schießt bestimmt auch einfach auf random auf Leute, auch wenn sie nur auf dich draufzählen und eigentlich gar nichts machen wollen. So einer ist der bestimmt. Safe. Ja, das werden wir sehen. Hier. Überlebenskünstlerkarte. Was macht das? Zeige alle Kräuter näherer Umgebung für 20 Minuten auf deiner Karte an. Hennigans Stat. Zeigt alle wichtigen Informationen für Hennigans Stat an. Erlaubt Schnellreise vom Lager aus. Braucht man das? Zwingend? Highland Chestnut? Was ist das denn? Ein Falbe mit dunklen Läufen. Normale Geschwindigkeit. Okay. Streitross. 10.000. Spezielles dunkelbraunes Pferd mit heller Mähne. Schneller und stärker als normale Pferde. Wir kaufen Hennigans Stat. Und gehen weg. So, jetzt gehen wir zu Bonnie. Und hoffen, dass bald die gute Mission kommt. Die Missionsnamen laden so schnell, ich kann sie nicht mal lesen. I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well,
I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. Alter. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Yeah. Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Call me Bonnie. Okay, Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. Ooh. She was a prostitute, and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. Womit denn? What do you need? Money? Money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Ja! Sure. Point me in the right direction. Ich glaube, das ist die Mission, oder? Steig auf dein Pferd. Ach man, jetzt hat er erzählt, dass wir eine Frau haben. Das ist ja ein Frechdachs. Ich wusste gar nicht, dass John eine Tochter gehabt hätte. Habe ich wohl verdrängt. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. Du kannst auch ruhig ein bisschen schneller laufen. Careful, you're more of a hindrance than a help. Was? Was ist das denn für eine Freiheit? Gib dich in Position hinter der Herde, ja. Whoa! Yeah! Danke. Nicht hinter die Kühe, um sie vorwärts zu treiben. Ja, los, lauf! Herd the cows down the road. Pretend you know what you're doing. Look at the cowboy. Ganz entspannt. Ihr soll nach links. Kann er langsam hinter den Pferden her, um sie, Pferde her, um sie einzuschicken. Los, lauft! Ich
baller gleich los. Ich habe den Revolver und ich habe keine Angst, ihn einzusetzen. Und die Herde nach links zu lenken, reite hinter die rechte Seite der Tiere. Und sie nach rechts zu lenken, halt auf die andere Seite. Oh. Ah, nee. Ist immer noch ein bisschen schwierig einzuschätzen, wann er auf einmal richtig losreitet. Lauf schneller. Los. Oh, da ist die restliche Herde. Keep going, Mr. Marston! Good! Now we need to move this entire herd out to the far pasture for grazing! Okay, treibe die Kühe zur alten Eiche. Lean back and forth behind them! Keep it nice and tight! Drücke H, um zu rufen, damit sich die Herde schneller bewegt. Ah. Und mit V gucke ich mir die Herde an. Also ist ja gut. Obwohl ich hole ein. Nice. You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow in a past life. Ja, ich war bestimmt noch eine Kuh. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Okay, das war noch nicht die Mission. Krass. Kann ich die Blümchen hier mitnehmen? There we go. That's one. Come on. Zurück zu Bonnie, Leute. Dann machen wir gleich weiter. Obwohl, wir gucken hier auch nochmal lang, was hier los ist. Aua! Ist ja... Der wilde Westen, Leute, ne? Machst du nix. Jetzt nur mal kurz vorbeischneiden und der ist totgeballert. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Nächstes Mal nicht aber vom Pferd absteigen. Ah, ich will jetzt keine Immobilie kaufen. Ist ja okay. Well, Wilde hello, Pferde, was? Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew McFarland. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. Then we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always gonna be welcome here. No. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. And sneaking around and spying and secret missions. It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is.
Ich bin kein Stadtjung. Ich bin ein waschechter Cowboy. Frechheit. Dass sie mich immer so mobben. Na, guckt mal, Leute. Das ist das Geile. Ah, das Lasso. Right. Now you got some rope on your belt. Let's see if we can't wrangle some horses. Folge Mr. McFarlane. Zeig mal, wo es lang geht. Whoa there. Die Kamera zoomt heftig raus. You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret who sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eyes. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics. Please, Paul, can we just enjoy But I the know ride? we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better, if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarlane. Aber guter Vergleich mit dem Whisky. Zu viel ist halt schwer zu handeln. Oh, so schick, ne? There's the horses! Get that lasso ready! Rope one! Bring it down together! Wo ist mein Rope? Da links. Whoa! You gonna use that rope or not? I'm gonna use that rope or not? Hang on to that rope, Marston! Alright, boy. Now see if you can... Right now, Marston. Come on, Mr. Marston. You can get it from there. Let's go! Mr. Marston. Lean into it. Okay, ich muss die Balance halten. Take it slow now. Show me what you got, boy. That's it! Don't give up! Almost got it. Junge, wie lange denn noch? Let's go. Let's see it, boy. Easy there. You'll have this in no time. Oh Gott. Jetzt reicht's aber auch, Pferd. Good work. Ich kann das oben links nicht mal lesen. Direkt eingefangen. Zack, du kommst hier nicht weg. I think that's enough activity for an old-timer like me. I'll take this one back to the ranch. See you later. Tschüssi. Come on, then. Let's see if you can get another one. Natürlich krieg ich noch einen. Fang noch ein Wildpferd. We haven't got all day. Whoa! Okay, da wollte ich jetzt, da habe ich jetzt nicht hingezählt. Bada boom, bada bam. Oh. That's it. I got you. Easy now. Giddy up. Nearly there. Kommt. Ja, komm. Ist gar nicht mal so einfach. Ist wirklich nicht so einfach. Relax now. Nearly there. Ja. You got him eating out of your hand. Nice work. Ist ja irgendwie dieses wieder einfangen, ne? Get back to the ranch. Ab zurück zur Range. I like your father. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. The life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor. But it's straight. And it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired then. Some deck must be shy of Joker, Miss McFarlane. Oh, there. Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. Come on, Mr. Marston. Let's head for Armadillo. Dann gehen wir zu Armadillo. You never did tell Holen me uns why you were die never krassen Pferde. married. A
Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, Oh. that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarland? From a couple of cheap governesses Paul hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He never admitted, but my pa's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. Auf jeden Fall. Süß. In many ways, my wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. Looks like Ist the tot? ranch hand's up Was? ahead. Also nö. Sie ist einfach nur weg. Ah. Das wirkt jetzt ein bisschen... Let's drive up the canyon where it narrows. We'll travel Kommt die auf einmal her, Alter? Geht weg. Jetzt, die kommen einfach mit. Sind das Bonnie? Sind das deine Kumpels? Stay with the horses. I'll give you a signal when we're ready for them. Right you are, miss. Come. Ich reite jetzt aber los. Jetzt geht's. Treibe die Herde in die Schlucht. Ich habe aber schon ein Pferd. Nein, 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 nein! Ja. Gott. Moment, ich muss das Pferd zureiten. Ah, ne, geht noch nicht. Cool. Ich war zu schnell. Ich war zu besitzergreifend. Come on. Yeah. Move, move. Legt euch mal hier. Ihr seid Pferde. Ihr könnt doch mal ein bisschen schneller galoppieren. Keep it moving. Das muss doch richtig scheiße für die Pferde sein, wenn die durch so... Oh Gott. Wenn die durch so Kakteen laufen. Nein, das ist die falsche Richtung. Blöder Stein. Let's go. Come on. Alter Junge, das ist jetzt ein richtig schlechter Weg. Move, let's go. Das Pferd ist zurückgelassen worden. Es versucht noch seinen Weg zu finden. Stay together, you dumb animals. You dumb animals. Nein, ihr sollt nach links. Oh Leute, das ist ja fürchterlich. Die sind jetzt komplett aufgesplittet. Go. Muss noch ein bisschen weiter links laufen. Das ist ein Kaktus, liebes Pferd. Musst du dran vorbeifinden. Whoa, whoa. Rechts rein, bitte. Dankeschön. Mit einem kleinen Umweg haben wir es ja doch geschafft. Looks like we got the lot of them. What magnificent animals they are. Hey, William's getting away. Chase him down and bring him back. Easy, nix leichter als das. Geh weg. Brauch den. Fang den Hengst mit dem Lasso an. Oh, war der close. Okay, mein Pferd ist ein bisschen wack.
Na, Bock. Junge, was bist du, ey? Na komm. Calm it down. Come on, baby. Calm down. Es ist manchmal ein bisschen schwierig zu erkennen, auf welcher Seite John jetzt ist. Ja, komm. Ah, nee, nicht runterfallen, bitte. Ja, komm. Pferd, ist okay. Ich hab dich schon. Du bist meins. Hast keine Wahl. Easy. Bonnie. Ich habe ein krasses Pferdchen. Kibi. Yo, what up? Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. Yeah. You know, why don't you keep that stallion as your own? As a thank you from all of us. Thank you, ma'am. Soll ich mal selber gefangen Fine haben? animal. Zusammengetriebene Pferde plus 6. Du hast Kentucky Seller zugeritten, ein seltenes, lebhaftes Pferd. Wir sind zum B wieder zurück. Geschäfte haben neue Gegenstände im Angebot. Die Frage ist, wo ist der richtige? Da ist der Weg. Guck mal, da sind die 3 Steine wieder. Let's go! Speed! Hagen's Stead. Pikes Basin. Aha. Ich kann mich an diese Schlucht, glaube ich, dran erinnern. Ach nö, ich bin falsch geritten. Oder doch nicht? Nee, doch nicht. Oder? Oh, nee, ignorieren wir mal. Ah doch, nevermind, hier ist eine fette Kiste. Nur Munition oder ist auch was drin? $11? Okay. Weiter geht's, Pferdchen. Ja. Na komm. Ich glaube, hier kommen wir mal in der Mission sogar genau runter. Bei diesem Weg da. Aber das werden wir noch sehen. Da. Wo ist das X auf der Karte? Da. Nice. Schlangenhaut. Alter, Pferd. Komm her. Werd hier nicht frech. Aber jetzt ist das andere Pferd gekommen. Geh weg. Das ist jetzt mein Pferd. Der Hengstchen hier. Das habe ich gezähmt. Das ist jetzt ein Teil von mir. Oh, da sind wir auch schon da. Muss ich so nur noch gleich anleihen, damit es auch gespeichert wird. Ich kann Hufeisen werfen. Machen. Geil. Wir haben ein neues Pferdchen.
Das Pferd ist jetzt dein treues Ross. Ja. Ich kann leider, glaube ich, nicht mit den Leuten interagieren. Darf ich Hufeisen werfen machen? Gab es schon wieder ein Achievement oder so? Nee, nein. Nee, gut. Die Angst besteht, Leute. Hufeisen spielen. Beim Hufeisenwerfen kommt es darauf an, wann du das Hufeisen loslässt. Es fliegt weiter, wenn der Abwurfpunkt niedriger ist. Very So. nice. Du kannst die Entfernung genau bestimmen, indem du deinen Arm weniger zurückziehst. Loser. Übe das Werfen. Das machen wir jetzt richtig gut. Drücke abwechselnd S und W, um einen Hufeisen zu werfen. Du kannst A und D nach links und rechts zählen. Drücke und halte Shift, um zu zielen und deinen Wurf auszurichten. Okay, wie lasse ich los? Gott, ich glaube, das ist richtig insane. Whoa! Eyesight getting bad? Junge, ist das ist ja scheiße schwer. Ich wette $3. Höhere Einsätze machen das Spiel schwieriger. Jetzt spielst du um Geld. Look at you. Okay. Oh Gott, das war viel zu weit. Alter, das ist ja sauschwer. Der Spieler, der am nächsten dran ist, bekommt 1 Punkt pro Hufeisen. Ein perfekter Ringer zählt 3 Punkte. Wenn er als erster 11 Punkte... Okay. Du benötigst mindestens 2 Punkte Vorsprung zum Sieg. Ja. Ja. Ich brauche mir jetzt nicht immer angucken, wie er da irgendwie am Rumwerfen ist. Ah, That's a beauty. der war gar nicht mal so kacke. Der spielt auch echt ein bisschen was an Glück mit. Du hast einen Punkt für das nächste Hufeisen mit 1 Zoll. Warum hat der andere jetzt 2 Punkte bekommen? Come on. Ah, der letzte Wurf war zu kurz, weil du nicht kraftvoll genug geworfen hast. Zieh deinen Arm weiter zurück, damit du mehr Schwung hast. Alter, das ist ja so sauschwer. Junge, ich wette um $3. Das ist nix. Und warum hat der jetzt wieder 15.000 Punkte gemacht? Och Mann, das ist ja scheiße. Ich will das nicht mehr. Ich hoffe, dafür gibt es kein Achievement. Jetzt muss ich das ja noch lernen. Vor allem ist das auch so... Gas McCloud gewinnt 2 Punkte für den nächsten Hufeisen mit 1 Zoll. Ach, mich doch. Gibt es ein Achievement dafür? Hufeisen. Erziele einen Ringer beim Hufeisenwerfen. Okay. Das bedeutet, wir müssen nicht gewinnen, wir müssen nur einen Ringer bekommen. Das kriegen wir doch hin, oder? Vielleicht. Das eine war ja fast auch ein Ringer. Hm. Kann ich auch so werfen? Das habe ich aber wenigstens gewonnen, aber da habe ich auch wieder nur einen Punkt gemacht. Oder nee, ich habe gar keinen. Hä? Now I'm verwirrt.
Okay, der war scheiße. Also es muss, glaube ich, ein bisschen über dem mittleren Strich sein. Das war viel zu weit. Warum kriegt der immer 2 Punkte? Das fuckt mich ab. Hufeisen. Alter Junge, der macht aber auch immer close Dinger. Okay. Komm, ja, so. Ich schieß ihn gleich. You've been practicing. Das hat nicht als Ringer gezählt, oder? Nein. Komm, skip. Skip, skip, skip. Skibidi. Scheiße. Das ist aber ein Punkt für uns, zumindest. Oder wenigstens. Jo. Alright, alright, alright. Okay, der war gar nicht mal so schlecht. Nein, der war zu wenig. Fuck. Ja, aber ich habe den Punkt bekommen. Geil. Na Junge, das ist ja richtiges Mitfiebern hier. Wo hat der denn hingeworfen? Schade. Wäre der jetzt ein bisschen weiter rechts gewesen, hätte ich einen Ringer, glaube ich, bekommen. Was? Nein, das ist Schiebung. Wir haben verloren. Hufeisenspiel, komm. Wieder ein Einsatz, ja. Wir spielen um 1. Wir spielen ja um 10 jetzt. Um 5. 5 ist Maximum. Lol. Jetzt, hat er jetzt direkt hier Ringer gemacht, oder was? Oh, das war viel zu hoch. Ach, halt dein Maul. Er hat gesagt, dass er seine Großmutter besser werfen sehen hat. Okay. Ja, jetzt gab es auch schon Punkte. Ich dachte, das wäre ja auch wieder hier testen. Welcher halt. Ich hoffe, der macht jetzt nicht immer so Ring-Dinger. Oh. Komm schon, gönn mir den Ringer. Ich brauch den. Für ein Achievement. Drecksack. Aber ich verstehe nicht, warum der immer 2 Punkte macht. Kann ich nochmal die Regeln angucken? Kann ja nicht sein. Was war das denn? Wo hat der denn hingeworfen? Keine Chance. Keine Chance. $5 ist zu schwer. Drecksack. Das wäre fast ein Ringer gewesen, ne? Da wollte er mir das Achievement aber nicht gönnen. Das gehört halt zum Wilden Westen dazu, ne? Manchmal muss man auch einfach ein bisschen Hufeisen werfen. Oh, das war... Oh Gott. Ah, scheiße. Ja, ne? Ich habe einen Punkt gemacht, der bisher alle. Der war scheiße.
Der war gottlose Scheiße. Ach, leck mich doch am Arsch. Okay. Ich glaube, ich muss wirklich einfach mal ein bisschen mehr schwingen und dann niedriger werfen, damit ich wirklich gegen das Teil so bounce. Okay, das ist so eine Scheiße. Ich will nochmal Hufeisen, los. Was war das? Darf ich jetzt nochmal Hufeisen werfen? Whoa, someone's frisky. How good Ja, are komm. you tossing things? Dass man auch wirklich Enter drücken muss, ne? Das ist ja scheiße. Ja, überspringen. Whoa, eyesight getting bad? Ich hasse es. Also, es kann doch nicht sein. Du, ne? Brauchen wir halt irgendwann mal einen Lucky Hit, würde ich sagen. My goodness, I seen Grandma throw better. Was? Wenn der Grandma so throwt, dann ist er aber Weltmeister. Alter, das ist eine Frechheit, dass der gewonnen hat. Ich war doch auch auf dem Metall. Fuck. Das war so ein perfekter Wurf. I'm getting hustled here. 4 Punkte für einen Ringer und das nächste Hufeisen mit 1 Zoll. 4 Punkte. Leck mich doch. Am Arsch. Hat er wieder einen Ringer gemacht? Ich glaube, der Shit ist scripted. Ach, leck mich. Also, das ist ja wirklich Schiebung. Da ziehe ich jetzt nur noch $1 mit rein. Das ist ja sonst kompletter Scam. Ups. Ach, leck mich. Alter. Das ist doch unmöglich. Das gewinnt doch kein Schwein. Also, das gewinnt doch niemand. Der hat, glaube ich, wieder einen Ringer. Ah. Das Problem ist ja auch, eigentlich darfst du nicht so weit nach hinten machen, weil du dann nicht gut aimst. Aber das ist ja impossible. Lass mich nochmal spielen. Langsam bin ich abgefuckt. Ja. Wir spielen um $1. Los, rein da. Ist gleich komplett am Rand geworfen. Hoffentlich. Oh ja, tatsächlich. Okay. Ich verstehe noch nicht die Anzeige. Dieses mittlere, untere und obere. Hätte ich gerne ein bisschen besser erklärt. It's all in the wrist. Oh.
Oh, der war sehr schön eigentlich. Der hätte ein bisschen mehr Schwung gebraucht. Ja, komm, so. Der war zu weit. Ich habe das Gefühl, das ist einfacher mit Controller tatsächlich. My goodness. Okay, die sind ja so gottlos weit geflogen. Warum kriegt er 2 Punkte? Hufeisenwerfen macht mir aber sauer. Whoa! Eyesight getting bad? Oh! Kein Ringer! Ihr Drecksäcke! Beschmu! Ja, ist mir egal, wie du wirfst. Das war Beschmu! Jetzt müssen wir nur noch mal richtig fliegen. Ich glaube, ich habe vielleicht den Dreh raus. Aber das war zu weit hoch. Kassen! Also, die waren beide gleich weit. Benefit of the Doubt oder was? Wenn so nah dran ist, dann immer NPC gewinnen oder was? Oder wie oder wo oder wie? Oder was? Oder warum? Na, das gewinne ich nicht. Doch, das gewinne ich. Akzeptiere ich, du. Akzeptiere ich. Oh, der war sehr weit. See you later. Goodbye. Aber waren beide sehr weit. Ich beide Male zu spät losgelassen. Okay. Weiter nach rechts. So. Das war viel zu weit rechts. Holy shit. Ja, ist mir egal, was du da wirst. Oh, den einen hätte der mir als Ringer geben können, wirklich. Oh, der war so weit hoch. Okay, ich krieg aber keinen Ringer. Der war ganz geil. Ups. Der war so weit. Was hat er das Achievement besagt? Ach so, einfach nur wirklich erringen. Das wäre krank, würde man mit einem Ringer abschließen müssen. Ups, der war sehr weit. Das habe ich aber gefühlt, Leute, dass er weit geht. Yeah! Ringer, Leute! Ja! Drittes Achievement. Woo! Easy. Einen Coin kriegen wir. Einen Coin. Pass auf, jetzt kommt gleich der nächste Ringer. Machen wir jetzt easy. Passt auf. Von mir habt ihr es zuerst gehört. Und zwar genauso. Ich meine natürlich genauso. Mit diesem Wurf. Ach, scheiß drauf. Ich hab gewonnen. Ist mir doch egal. Gar keinen Bock mehr. Geister? Ich bin doch noch gar nicht an der Nightmare. Ist es dunkel genug? Dürfen wir mit dem Sheriff? Nee. Was willst du denn?
hör dir eins aufs Maul. Was willst du? You a tough guy, mister? I hope so. We gonna have a showdown. I don't miss. Er will einen Showdown. Bear that in mind. Hier, Herausforderung zum Duell annehmen. Der Ort des Duells wird auf der Karte markiert. Wir könnten natürlich lieb sein und die alle disarmen. Moment. Ist das ein Achievement vielleicht sogar? Showdown? Verdammt, wie heißt das? Ich hab's vergessen, wie es... Jetzt habe ich straight vergessen, wie das heißt. Boah, heraus. Bevor ich das jetzt mache, muss ich googeln, Leute, sonst bin ich später richtig abgefuckt. Okay. Okay, scheinbar nicht. Tobias Weldon. Du hast ein Duell angenommen, drücke, um das Tutorial zu überspringen. Moment, ich muss nochmal was machen. Ganz kurz. So. Ja, wir gucken uns das Tutorial natürlich an. Ziele mit deiner Waffe, bewege. Yeah! Geil! Yeah! Wir haben ihm die Waffe von der Hand geschossen. Bada boom, bada bam! Wir sind ein wahrer Cowboy. Ja, meine ich. Und jetzt ist es zu dunkel? Aber ich darf auch noch keine Patrouillenmission machen. Oder wird es gerade wieder hell? Aber sehr cool. Ich mag Showdowns. Der wird zwar mit seiner rechten Hand nie wieder irgendwas machen. Aber naja, ne, muss er mitleben, würde ich sagen. Schliepi, schliep. Ich will Nachtwächter-Mission machen. Zumindest eine. So, Enter. Zack. Jetzt ist es super hell. Ich spiele gleich einfach vorbei, weil Tage sind zu krass vergangen. Ah, ist das dunkel genug? Ist nur ein bisschen heller, oder? Aber nee, ist dunkel genug. Yo. Follow Charlie. He's a good one to sniff out trouble. Stick next to the dog, mister. Diesmal machen wir es aber mit einem schönen Lasso. Ach da, siehst mal, es gibt mehr Geld, wenn du sie lebend abliefert. Ja, komm, Hundi. Zeig mal, wo ist hier was? Wo geht denn der lang? Der ist am Wasserpumpen. Brauchst du Hilfe, Bro? Das sind aber coole Details. Ich bin beeindruckt. Jetzt gehen wir wieder denselben Weg lang. Ist das immer so? Okay, gibt es hier irgendwelche Unruhestifter? Vermutlich fängt der Hund dann auch vorher nochmal an zu bellen, aber wir halten Ausschau.
Ich sehe bisher nix. Die chillen auch ihr Leben, Alter. Wobei, nevermind, mich wird die Glocke, glaube ich, richtig abfucken. Das ist ja so eine dumme Glocke. Let's go! Wo ist es? Wo? Ah. Ah. Komm mal her. Zack. Das ist unsere erste lebende, weiß ich nicht, Hostage-Nehmung. Du kannst den Verbrecher hier zurücklassen. Die hiesigen Gesetzeshüter werden sich um ihn kümmern. Okay. Geil. Alter, wieder rumschreit. Ich hätte nochmal beklauen sollen. Danke. Wie viel Kohle gibt das? Plus 2 Ruhm, weil wir ihn nicht getötet haben, ja. Zwei Ruhm und? Was habe ich in Geld bekommen? Was ist das denn für eine Frechheit? Wo sehe ich denn mein Geld? Ist irgendeine Taste? Statistik? Geld. 79. Gewinne beim Hufeisenwerfen minus 12. Ja, nö. Weiß ich nicht, ob ich jetzt Geld bekommen habe oder nicht. Vielleicht wurden wir auch jetzt einfach richtig gnadenlos abgezockt. So, Leute. Ich würde aber jetzt dann für heute auf jeden Fall auch Schluss machen. Ich würde sagen, der Start war schon richtig geil. Ich habe richtig Bock. Ja. So. Ich glaube, das wird geil. Dann auch noch Undead Nightmare, was ich noch nie gespielt habe. Doch. Ja, wir haben auch schon 3 Achievements. Ne? Ja, 3 Stück. Und dann würde ich sagen, wird beim nächsten Mal weiter reingegrindet. Morgen ist ja auch letzter Tag bis zu Halloween. Und dann schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja noch ein kleines Special oder sowas, wo ich noch ein extra Horror-Game zocke. Erstmal müssen wir auch noch Observation weiter daddeln. Das sollte aber nicht mehr ganz so lange dauern. Und dann werden wir auf jeden Fall auch weiter in Red Dead reingehen. Ja, ist geil. Würde ich sagen, habt noch einen schönen Abend, Leute. Gehabt euch wohl und ja, tschüssi.